Sein erster Job war kein Bürojob, keine Fabrik, kein Café, kein Restaurant. Falk wurde Nachhilfelehrer. Und zum ersten Mal merkte er, wie schwierig es ist, etwas wirklich zu erklären. Das war meine Filmtrailer-Stimme. Ich hoffe, ihr habt jetzt richtig Bock auf diesen Podcast. Ich habe richtig Bock, aber ich habe erst mal Bock, die Klimaanlage auszustellen. Wird nämlich sehr warm allmählich hier drin. Allmählich wird es sehr, sehr warm. Draußen ist es noch kalt, aber hier drin, ja, wird's jetzt warm. Willkommen zurück zu Learn German with Falk. Mach's dir bequem. Hol dir eine Tasse Tee, lehn dich zurück und genieße. Mein erster Job war wirklich Nachhilfelehrer. Das ist kein Scherz. Mein erster Job war Lehrer und hoffentlich wird das auch mein letzter Job sein, euch zu helfen, Deutsch zu lernen. Nachhilfelehrer. Da unterrichtet man natürlich nicht Deutsch als Fremdsprache. Mm-mm. Man unterrichtet auch Deutsch, ja, aber man unterrichtet Deutsch für Deutsche. Wie jetzt Deutsch für Deutsche? Ja, natürlich für Kinder, ihr Lieben, doch nicht für Erwachsene. Obwohl, der ein oder andere deutsche Erwachsene, der bräuchte vielleicht auch noch mal eine Nachhilfestunde in Akkusativ und Dativ. Ja, meldet euch bei mir, wenn ihr da noch mal genaue Informationen wollt. Nein, Quatsch. Quatsch mit Soße. Mein erster Job, Nachhilfelehrer. Das ist kein Quatsch. Ich war 18 Jahre. Nein, das ist ja Quatsch. Das erste Mal, also das allererste Mal, dass ich gearbeitet habe, also etwas getan habe für Geld, das war auch Nachhilfelehrer. Das war so sehr, sehr informell. Ein Junge aus der Nachbarschaft, dem habe ich geholfen ein bisschen bei seinen Englisch-Hausaufgaben, Mathematik-Hausaufgaben und auch Deutsch-Hausaufgaben. Das war eine Stunde pro Woche. Da habe ich dann, ich glaube, 5 € bekommen oder etwas. Also, das war so ein bisschen, aber das hat mir trotzdem Spaß gemacht. Das war aber, wie gesagt, ganz locker. Das habe ich nicht wie Arbeit empfunden. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass das Arbeit ist. Ich hatte eher das Gefühl, dass ich mit einem Kumpel noch ein bisschen zusammen lerne, ihm ein bisschen helfe. Genau, aber mein erster richtiger Job, Nachhilfelehrer, da war ich 18 Jahre alt, glaube ich. Und da habe ich Kindern geholfen, 1:1, Kindern Nachhilfe gegeben und ihnen auch bei den Hausarbeiten geholfen. Am häufigsten wollten die Schüler in Mathematik Hilfe haben und Englisch. Daran kann ich mich sehr gut erinnern. Aber auch Deutsch. Deutsch war auch dabei und manchmal sogar auch andere Fächer, aber hauptsächlich Mathematik. Das ist, glaube ich, das beliebteste Nachhilfefach, Mathematik. Das versteht niemand so richtig in der Schule. Warum nicht? Sind die Lehrer so schlecht? Vielleicht. Ich hatte auch nicht so viele gute Mathematiklehrer. Mein bester Mathematiklehrer, weißt du, wer das war? Das war mein Bruder, mein älterer Bruder. Den habe ich immer gefragt: „Ey, kannst du mir mal helfen hier? Diese Punktrechnung geht vor Strichrechnung." Kennst du diese Regel? Schreib das mal in die Kommentare. Punktrechnung vor Strichrechnung. Das bedeutet, immer erst mal oder geteilt rechnen und danach Plus und Minus rechnen, zum Beispiel.
Eine wichtige Mathematikregel. Daran kann ich mich noch erinnern. Also, mein Bruder hat mir immer geholfen. Ich bin zu meinem Bruder gegangen nach dem Unterricht. Im Unterricht habe ich nämlich immer gedacht: Mathematik ist so schwer.“ Ich dachte im Unterricht immer: „Falk, sind wir so schlecht in Mathematik? Sind wir so doof?“ Aber dann bin ich nach dem Unterricht, nach der Schule zu meinem Bruder gegangen und der hat mir das immer ganz anders erklärt, viel einfacher, viel logischer, sodass ich nach seiner Erklärung immer alles verstanden habe. Unglaublich, oder? Die Mathematiklehrer, die haben immer komische Beispiele gehabt, so komische Textaufgaben zum Beispiel. Ja, Willi geht in den Laden und kauft 10 Äpfel. Er hat 7,80 Mark in seiner Geldbörse. Ja, so 'n Quatsch. Und mein Bruder, der hat das immer besser erklärt. Und das war nicht nur Mathematik, das war dann später auch Physik. Mein Bruder war auch ein Ass in Physik. Ein Ass, er war sehr, sehr gut. Aber er war noch besser darin, das zu erklären. Es ist ja eine Sache, etwas zu wissen, aber eine andere Sache, etwas zu erklären. Und mein Bruder hat mir Mathematik immer erklärt. Nach 10 Minuten mit meinem Bruder habe ich mehr verstanden als nach 2 Stunden in der Schule mit dem Mathematiklehrer. Ja, aber mein Bruder ist kein Mathematiklehrer geworden, falls du jetzt fragst. Nein, leider nicht. Er wäre ein sehr guter Mathematiklehrer geworden, glaube ich. Aber der Punkt ist, da habe ich das erste Mal gelernt, okay, erklären, erklären können, das ist eine Fähigkeit. Wissen ist eine Sache. Das Wissen so zu erklären, dass die andere Seite das versteht, das ist die Kunst. Wissen ist nicht die Kunst. Es gab auch mal ein Zitat oder es gibt ein Zitat von Albert Einstein, war das, glaube ich. Er hat gesagt: „Du weißt erst etwas wirklich, wenn du es erklären kannst. Wenn du es nicht erklären kannst, dann weißt du es eigentlich nicht.“ Interessant, oder? Das war für mich sehr augenöffnend, wie mein Bruder mir Dinge erklärt hat. Und dann habe ich, als ich 18 Jahre alt war, also diesen Nachhilfejob angenommen. Nachhilfelehrer, auch für Mathematik. Für Englisch hatte ich schon gesagt und ja, Deutsch und alles andere. Für alles. Ich war 'n Life-Coach quasi. So, und bei meiner ersten Stunde, da kann ich mich noch sehr gut erinnern an diese erste Stunde. Ich bin zu dem Haus gefahren von dem Kind mit meinem Fahrrad. Ich glaube, eine halbe Stunde hat es gedauert mit dem Fahrrad von zu Hause bis zu meinem Nachhilfeschüler. Und in dieser halben Stunde habe ich überlegt: „Wie kann ich diesem Schüler helfen? Wie kann ich Dinge einfach erklären?“ Aber ich hatte auch den Gedanken: „Kann ich das eigentlich?“ Ja, ich habe 'n bisschen gezittert, habe schon schwer geatmet, mein Herz hat richtig geklopft. Dann habe ich die Klingel gedrückt, habe mich gar nicht richtig getraut. Ding Dong.
Mein Herz tudum, 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 tudum. Mein Herz pochte. Mein Herz hat ganz schnell geschlagen. Es pochte. Dann ging die Tür auf. Da stand dann die Mutter mit ihrem Sohn. Ich war, wie gesagt, 18 Jahre alt und mein Schüler war, glaube ich, 13. Und dann waren sie super freundlich. Sie haben gelächelt und hallo. Und wir haben uns erst mal kurz kennengelernt, ein bisschen gesprochen. Und ich und der Schüler, wir hatten gleich eine gute Chemie. Auch mit der Mutter hatten wir eine gute Chemie. Es hat sehr gut gepasst. Und dann ist auch die Mutter aus dem Zimmer gegangen und ich habe dann mit meinem Schüler zusammen gelernt. Und ja, wir haben, glaube ich, seine Hausaufgaben gemacht und einfach ein bisschen über das Thema gesprochen. Er hatte Fragen, ich habe ihm die Fragen beantwortet. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, er hat dann gesagt: „Falk, ich habe das erste Mal in meinem Leben Mathematik verstanden." Tolles Kompliment, oder? Also, das hat wirklich mein Herz damals erfüllt. Ich dachte: „Wow, ich habe etwas getan." Ich dachte nicht, dass das so speziell ist, so besonders, aber für diese Person war es ein großer Moment, denn endlich hat sie etwas verstanden. Und ich habe verstanden, dass wenn man jemandem etwas gut erklären kann, dass man dieser Person eine neue Welt öffnet. Und das ist für mich bis heute ein fantastisches Gefühl beim Unterrichten. Wenn man Menschen etwas erklären kann, man Menschen etwas zeigen, beibringen kann und diese leuchtenden Augen bei den Leuten, wenn sie endlich etwas verstehen, das ist der schönste Moment. Und damals wusste ich schon, das ist meins. Das will ich machen. Und dann habe ich über viele Jahre Nachhilfeunterricht gegeben, während ich studiert habe. Und am Anfang war ich noch in der Schule, aber als ich in der Schule war, dann später an der Universität. Ich habe, ich glaube, über, ja, ich weiß nicht, 5 Jahre mindestens Nachhilfe gegeben. 4 oder 5 Jahre. Das hat mir super Spaß gemacht. Irgendwann habe ich dann aufgehört mit der Nachhilfe, aber dann später kam ich wieder zurück, nicht zur Nachhilfe, aber zum Erklären. Nur nicht mehr Englisch und Mathematik, nur noch Deutsch. Das mache ich jetzt. Aber mein erster Job, das war der Job als Nachhilfelehrer. Und ich kann das eigentlich nur jedem empfehlen. Jeder sollte mal einen Nachhilfeunterricht geben. Falk, ich kann das nicht. Ich kann doch nicht erklären. Doch, jeder kann erklären. Aber erklären muss man auch ein bisschen lernen. Das kommt nicht von alleine. Ich hatte ein gutes Vorbild. Natürlich auch meine Eltern, aber besonders auch mein Bruder. Der hat mir immer Dinge einfach erklärt und ich glaube, das hat mir geholfen, dann auch Dinge ein bisschen einfacher zu erklären. In der Schule hatte ich auch manchmal Glück mit Lehrern. Das waren auch gute Vorbilder. Die haben auch gut erklärt. Aber du hattest bestimmt auch viele Lehrer, die überhaupt nicht erklären können. Meinetwegen sind das super Experten, zum Beispiel in Mathematik, Englisch oder auch Deutsch. Es gibt Leute, die kennen sich super mit Deutsch aus, kennen jede Grammatikregel, jede Kommaregel, jede Wortart und so weiter.
aber sie können es nicht erklären. Und dann ist doch Lehrer der falsche Beruf, oder? Also lieber jemand, der vielleicht nicht der Superexperte ist. Natürlich, man sollte das, was man erklärt, auch verstehen. Man sollte Wissen haben, aber lieber jemand, der nicht ganz so viel Wissen hat, aber super erklären kann, als jemanden, der ganz viel weiß, der alles weiß, aber nicht erklären kann. Wisst ihr, wie wir solche Leute nennen? Fachidioten. Fachidioten, also Leute, die alles in einem bestimmten Thema wissen, aber ja, nicht erklären können. Theoretiker. Darauf muss ich jetzt erst mal 'n Schluck trinken. Ja, also der erste Job, Nachhilfelehrer. Ähm, ich hatte auch noch 'n anderen Job. Ist eigentlich 'n bisschen peinlich, weiß gar nicht, ob ich das erzählen kann. Na klar kann ich. So peinlich ist es auch nicht. Aber es gab eine Zeit, das war vor das war sogar noch vor der Nachhilfe. Eigentlich war das mein erster Job. Und zwar als Verkäufer im Laden bei, so 'ner Modemarke. Und da war ich in diesem Laden, da hatte 'n Freund von mir gearbeitet und hat gesagt: „Hey, wir suchen noch Leute, die im Laden verkaufen, die die Sachen zusammenlegen, ja, die Sachen ordentlich zusammenlegen, organisieren, das Lager aufräumen, neue Produkte sortieren, ja, in einem Laden für Kleidung arbeiten. Und dieser Job war vielleicht der kürzeste Job in der Geschichte der Jobs. Denn denn ich war, glaube ich kann mich daran erinnern, einen Tag da und schon am ersten Tag dachte ich an meinem ersten Arbeitstag: „Oh nein, das ist es nicht. Nein. Nein, 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 das ist es nicht." Aber natürlich habe ich noch 2 Tage länger gearbeitet. Und dann habe ich gesagt dann wollten sie mir zeigen, wie man die Kasse bedient. Vorher habe ich nur im Laden aufgeräumt und im Lager aufgeräumt. Und dann kam dieser Tag, da wollten sie mir zeigen, wie man an der Kasse diese Produkte, piep, scannt und dann verkauft. Aber bis dahin bin ich nicht mehr gekommen. Ich habe nämlich ich glaube, es war eine Woche oder 4 Tage, habe ich gesagt: „Mm, Entschuldigung, ich kann nicht mehr kommen. Das ist nichts für mich." Und die Ladenchefin damals, die war nicht so fröhlich, als ich ihr das gesagt habe. Natürlich nicht. Sie dachte ja: „Okay, da ist ein neuer Mitarbeiter." Und nach einer Woche habe ich schon gesagt: „Ne, ich kann nicht mehr." Es war nicht es war nicht so, dass es so anstrengend war. Einerseits war es auch ganz interessant, 'ne neue Arbeitsumgebung, neue Leute, aber andererseits unfassbar langweilig. 8 Stunden in einem Laden stehen und Sachen sortieren, das war für mich nichts. Ich respektiere das heute sehr, also diese Verkäufer, die die ganze Zeit im Laden sind und voller Energie sind. Für mich war das nichts. Ich habe das gemerkt. Vielleicht war es auch die falsche Zeit, aber ich habe das Handtuch geworfen, eine Metapher aus dem Boxen. Verstehst du das?
das Handtuch geworfen. Ich habe aufgegeben. Ich habe das Handtuch geworfen, wie beim Boxen. Ich war K.O. und habe wieder gekündigt. Und dann habe ich noch mal was versucht, und zwar in einem Supermarkt. Und auch in dem Supermarkt sollte ich Regale einräumen und sauber machen. Das habe ich auch einen Tag gemacht, Probearbeiten. Da habe ich auch gesagt: „Nein, Falk, das ist es nicht." Ja, ich habe einen Tag Probe gearbeitet im Supermarkt. Das war auch sehr, sehr anstrengend, ja. Vielleicht war ich auch ein bisschen verwöhnt. Auf jeden Fall war das nichts für mich. Ich kann gar nicht sagen, warum, aber irgendwie war das nicht meine Arbeit. Auch vielleicht ein bisschen zu langweilig für mich. Ich hatte auch keine Interaktion mit den Leuten, sondern es war nur einräumen, Lager aufräumen, sauber machen. Und ich habe gemerkt: „Nee, ich muss irgendwie was mit Menschen machen, wo ich Menschen helfen kann." Und also nach dem Probearbeiten bin ich noch mal zu dem Supermarkt gefahren. Ich wollte nämlich dem Chef sagen, dass ich den Job nicht annehme. Nur leider dachte der, dass ich den Job nehme. Vielleicht habe ich ihm einen falschen Eindruck gegeben. Nach dem Probearbeiten habe ich nämlich gesagt: „Ja, Chef, es war super." Vielleicht hat er die Ironie nicht verstanden. Auf jeden Fall bin ich zum Supermarkt noch mal gefahren, wollte ihm noch einmal persönlich sagen: „Entschuldigung, das ist nichts für mich. Danke für die Chance." Also, danke fürs Probearbeiten. Ich habe dafür aber auch kein Geld bekommen. Das waren nur Probearbeiten. Und dann gehe ich zu dem Chef, lächle ihn nett an und sage: „Chefchen, Entschuldigung." Chefchen habe ich nicht gesagt. „Entschuldigung, ja, ich kann das nicht weitermachen. Ich habe einen anderen Job, den ich machen möchte, und aber danke für die Chance." So. Und was denkst du, was hat der Chef geantwortet? Hat er nett geantwortet und gesagt: „Ja, ach Falk, kein Problem. Ach, verstehe ich total. Viel Glück bei deinem anderen Job." Das hat er nicht gesagt. Der wurde richtig wütend. Der hat das überhaupt nicht erwartet und hat gesagt: „Was? Ich gebe dir so eine gute Chance und du meintest doch, du willst den Job. So einer wie du, der findet nirgendwo eine Arbeit. Du hast so eine schlechte Einstellung. So einer wie du, der kann nur in einem Solarium arbeiten, hinter der Theke sitzen, an der Rezeption und da halb schlafen." Und ich und ich stand da mit großen Augen und dachte: „Was passiert hier? Warum rastest du so aus, Alter?" Und er hat sich auch nicht mehr beruhigt, und ich habe dann gesagt: „Okay, schade, aber ja, so ist das nun mal. So ist das Leben." Dann hat er sich doch 'n bisschen beruhigt und gesagt: „Ja, okay, tschüss. Danke, dass du hier warst, Probe gearbeitet hast." Aber komische Reaktion. Komischer Typ. Manche Chefs sind komisch. So, ich muss noch mal eingießen. Einen kleinen Schluck. Prost. So, und der Chef war dann, ja, war wie gesagt nicht so fröhlich, aber das war mir egal, denn genau an diesem Tag habe ich mich dann
bei einer anderen Firma beworben für Nachhilfelehrer und bei dieser Firma bin ich dann lange geblieben. Da hatte ich dann meinen ersten richtigen Job. Deshalb, ich habe gesagt, das war mein erster richtiger Job, denn dieses Arbeiten in dem Bekleidungsgeschäft, das war eine Woche und das Probearbeiten in dem Supermarkt, das war auch kein super Erfolg. Also, mein erster richtiger Job, sage ich, das war in das war bei als Nachhilfelehrer. Jetzt hätte ich fast den Faden verloren. Also, mein erster richtiger Job, Nachhilfelehrer. Danach kamen auch noch andere Jobs, aber Nachhilfelehrer, das hat mir immer am meisten Spaß gemacht. Also, der Kontakt mit Leuten. Heute auch. Ich mache ja gerne diese Podcasts auch, aber ich bin natürlich auch Lehrer und der Kontakt, es ist kein Pers also, es ist schon persönlicher Kontakt, aber es ist heutzutage natürlich online. Aber dieser Kontakt mit anderen Leuten, ihnen etwas erklären zu können, das ist bis heute meine Passion. Und schon damals in der Schule habe ich eigentlich immer gerne erklärt, wenn ich etwas gut verstanden habe in der Klasse und mein Sitznachbar, die Person neben mir, mein Sitznachbar, wenn der etwas nicht verstanden hat, dann habe ich ihm oder ihr, wenn ich es verstanden habe, natürlich nur erklärt. Erklären. Also, erklären macht Spaß und ich kann es nur empfehlen. Auch wenn du etwas hast und du dich fragst: „Kenne ich das? Kann ich das? Weiß ich das?“ Dann versuch es zu erklären. Wenn du es erklären kannst, dann weißt du es. Dann weißt du's. Und deshalb, was ich ganz oft auch mit meinen Schülern mache, das ist übrigens auch 'ne ganz tolle Übung für dich, mach das unbedingt. Wenn du ein Wort hast, eine neue Vokabel, zum Beispiel Sitznachbar, habe ich gerade gesagt, in der Schule. Die Person, die neben dir sitzt, das Kind, das neben dir sitzt, das ist dein Sitznachbar. Und dieses Wort, versuche das auf Deutsch zu erklären. Nicht in deiner Muttersprache, nicht auf die englische Übersetzung. Nein, auf Deutsch. Auch einfache Worte können helfen. Einfache. Manchmal sind die einfachsten Wörter die schwierigsten zu erklären. Aber wenn du sowas erklärst oder erklären kannst, dann kannst du ganz toll auch reden, weil wenn du mal eine Vokabel nicht kennst, du hast nur das Bild im Kopf, zum Beispiel, ja, was ist das hier? Ne? Du kennst das Wort vielleicht nicht. Kennst du das Wort? Was ist das? Schreib das mal in die Kommentare, wenn du das Wort kennst. Wenn du es nicht kennst, dann versuche das mal zu beschreiben. Was kann man damit machen? Wie sieht das aus? Wo benutzt man das und wann? Diese W-Fragen beantworten. So, ich kenne dieses Wort nicht. Übrigens, das deutsche Wort hierfür ist Fernbedienung. Ja, damit kann ich die Klimaanlage oder das Licht oder den Fernseher ein- und ausschalten. Also, aber ich kenne dieses Wort nicht und dann kann ich es versuchen zu beschreiben. Was kann ich damit machen? Mit diesem Gerät, Gerät, ja, ein anderes Wort für Maschine. Maschine klingt sehr groß. Gerät oder dieses Ding, ganz einfach. Mit diesem Ding kann man den Fernseher einschalten oder man kann den Kanal ändern, den Kanal wechseln von ARD zu ZDF zum Beispiel. Das sind 2 deutsche Kanäle, die größten deutschen Kanäle, ARD und ZDF. Hast du vielleicht schon mal gehört.
So, und ich kenne dieses Wort nicht, aber ich kann es beschreiben. Es ist ein kleines Ding. Es gibt viele Knöpfe auf diesem Ding. Ich kann diese Knöpfe drücken und dann geht ein Gerät an oder aus oder lauter und leiser, bei einem Radio vielleicht. Und wenn ihr das könnt, wenn ihr gut beschreiben könnt, dann braucht ihr auch nicht jede Vokabel sofort lernen, weil ihr beschreiben könnt. Wenn euch eine Vokabel fehlt, dann beschreibt ihr sie einfach. Und dann versteht jeder, was du meinst. Übe das. Glaub mir, ich übe das auch. Ich muss das üben hier in Japan. Ich muss oft etwas beschreiben. Es bringt nichts, wenn ich das englische oder das deutsche Wort sage. Dann gucken mich die Leute an: „Hä, was meint der jetzt? Fernbedienung?“ Ja, das japanische Wort ist ein anderes dafür. Ist nicht Fernbedienung. Das japanische Wort ist leicht, ist, Remokonng, also so wie Remote Control. Also in dem Fall leicht, aber beschreiben ist besser. Lernt, Wörter zu beschreiben. Ich übe das ganz, ganz oft mit meinen Schülern. Wenn du das auch mal mit mir zusammen üben willst, schau einfach in die Videobeschreibung. Da ist mein Calendly-Link. Und dann können wir beide mal zusammen etwas beschreiben, wenn du Lust hast. So, jetzt muss ich noch mal 'n Schluck trinken. Ah, in letzter Zeit trinke ich nicht so viel, ist mir aufgefallen. Mir ist aufgefallen, dass ich nicht so viel trinke. Warum nicht? Vielleicht, weil ich weniger schwitze? Im Winter trinke ich immer weniger. Ich trinke sehr wenig Wasser, eigentlich nur Tee, heißen Tee. Und im Sommer trinke ich immer sehr, sehr viel. Da habe ich immer eine große Wasserflasche auf meinem Tisch und trinke dann mindestens 2 oder vielleicht sogar 3 Liter jeden Tag. Aber im Winter, ich glaube jetzt, ich trinke maximal 2 Liter pro Tag. Ich habe nämlich einen Artikel gelesen, dass man ja aufpassen muss, dass man immer genug trinkt, weil das wichtig ist, besonders wenn man im Büro arbeitet, mal konzentriert ist, dann vergisst man oft, dass man auch trinken muss. Wie viel Liter trinkst du pro Tag? Ich hatte eine Schülerin und die hat mir gesagt, dass sie nur, ich glaube, 1 Liter pro Tag trinkt. 1 Liter ist schon ganz schön wenig, oder? Ich habe gelesen, dass man nachts schon fast einen halben Liter ausschwitzt aus dem Körper. Das merkt man gar nicht so, ne? Morgens schwitzt man ja eigentlich gar nicht, zumindest nicht im Winter. Und ja, genug Flüssigkeit, weil sonst, wenn du nicht genug trinkst, nicht genug Flüssigkeit zu dir nimmst, dann, kriegst du Kopfschmerzen. Und ich hatte ein bisschen Kopfschmerzen, in den letzten Tagen und, ja, natürlich auch von der ganzen Computerarbeit. Aber dann habe ich gemerkt: „Hey, ich trinke nicht genug.“ Und deshalb habe ich jetzt hier wieder meine Teeflasche, mein Tässchen und jetzt versuche ich wieder mehr zu trinken. Also, trinkt genug, ihr Lieben, damit ihr keine Kopfschmerzen bekommt. Noch mal zurück zu meinem ersten Job. Mir ist aufgefallen, dass ich am Anfang natürlich, ich habe das gesagt, euch nur von diesem positiven Gefühl erzählt habe. Natürlich war das 'n tolles Gefühl, aber natürlich hatte ich auch Zweifel.
Zweifel, also, habe ich das richtig gemacht? Habe ich das gut genug erklärt? Ich bin oft nach der Arbeit mit meinen Schülern nach Hause gefahren und wollte dann eigentlich schlafen, aber im Bett lag ich dann, hatte die Augen weit auf und dachte: „Ah, das habe ich nicht gut erklärt." Oder „Das hätte ich besser erklären müssen." Oder „Vielleicht habe ich es sogar nicht 100% korrekt erklärt." Ich hatte Zweifel, oft am Anfang. Und natürlich habe ich auch Fehler gemacht. Kein Lehrer der Welt ist perfekt. Auch ich nicht. „Ah, du bist nicht perfekt." Nein. Ich bin nicht perfekt. Natürlich nicht. Niemand ist perfekt. Jeder Lehrer ist auch ein Schüler oder sollte zumindest ein Schüler sein. Und in dieser Zeit habe ich sehr viele Fehler gemacht. Also, ich habe nicht gesagt, 1 + 1 ist 4. Das nicht, das wäre schon sehr, sehr katastrophal. Aber natürlich habe ich auch mal was komisch erklärt oder vielleicht wusste ich auch mal eine Vokabel nicht im Englischen oder vielleicht habe ich mal eine Kommaregel falsch erklärt. Hatte ich alles mal. Aber das Wichtige ist, dass man einfach nur versucht, aus diesen Fehlern zu lernen. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, sagen die Deutschen. Sagt man auch in vielen anderen Sprachen. Sagt man das auch in deiner Sprache? Also, Fehler machen ist erlaubt, auch als Lehrer, nur man muss diesen Fehler dann natürlich korrigieren. Aber kennst du das? Du kennst das bestimmt. Wenn du von der Arbeit nach Hause kommst und dann denkst: „Ah, habe ich das richtig gemacht?" Ich war früher so ein Typ Mensch, der sehr unsicher war. Ich hatte ja auch nicht viel Erfahrung. Ich war ja noch ganz neu in diesem Lehrerberuf. Auch als ich dann später meinen Eins-zu-eins Unterricht Deutsch mit meinen Schülern hatte, mit meinen Deutschlernern, auch da habe ich mal Fehler gemacht. Auch da kannte ich mal eine Regel nicht oder habe mal was nicht richtig erklärt. Aber ich habe daraus gelernt und mit der Erfahrung wird man ja auch ruhiger. Aber kennst du das am Anfang? Neuer Job, neue Kollegen vielleicht, neue Leute, neue Kunden, neue Schüler. Dann denkt man viel darüber nach. Man analysiert das. „Ah, und da habe ich das gesagt. Ach nein, das hätte ich doch sagen müssen." Ja, ich hatte einige schlaflose Nächte, aber irgendwann habe ich dann gemerkt: „Falk, das ist völlig übertrieben. Da mal ein kleiner Fehler oder da, das war aber nicht so schlimm." Dann war das okay. Also, erste Fehler machen in einem neuen Job, das ist völlig okay. Und deshalb, ihr Lieben, wenn der Lehrer Fehler machen kann, dann darf der Schüler auch Fehler machen. Macht Fehler, sage ich doch immer. Hört doch mal auf mich, Mann, meine Güte. Macht Fehler, macht Fehler. Auch euer Lehrer wird Fehler machen. Jeder macht Fehler. Man muss nur lernen. Und dann, was man natürlich als Lehrer dann auch lernt, ist ganz, ganz viel über Motivation. Nicht nur über die eigene, sondern wie man andere Menschen motiviert. Ich bin ja auch, wie du natürlich weißt, ein Sportenthusiast und im Sport
da ist Motivation sehr, sehr, sehr wichtig. Natürlich, das weißt du. Aber diese Motivation auf das Lernen zu übertragen, das ist manchmal nicht so leicht, oder? Das ist nicht leicht. Besonders mit Kindern. Kinder sind anders als Erwachsene. Wie man ein Kind motiviert und wie man einen Erwachsenen motiviert, das sind 2 verschiedene Paar Schuhe. Das sind 2 unterschiedliche Dinge. 2 verschiedene Paar Schuhe, sagen wir. Schöne Redewendung. Schreib das auf, wenn du willst. Und natürlich musste ich mir Sachen ausdenken, wie ich die Kinder motivieren kann. Es gab Kinder, die konnte man sehr leicht motivieren, vielleicht mit ein bisschen Humor oder mit ein paar Spielen. Aber ich kann mich auch an Kinder erinnern, da habe ich mir die Zähne ausgebissen. Mann, heute kommen viele Redewendungen vor. Sich die Zähne ausbeißen, das heißt, ich habe alles versucht, aber ich habe es nicht geschafft. Ich kann mich an einen Nachhilfeschüler erinnern. Bei dem bin ich verzweifelt. Er war sehr unkonzentriert immer und ich habe alles, was ich wusste, all mein Wissen versucht anzuwenden, eine Methode zu finden, ihm zu helfen. Besonders in Mathematik war das. Aber ich habe keine Methode gefunden. Und dann habe ich auch ehrlich gesagt zu den Eltern damals: „Es passt nicht. Ich habe alles versucht, aber wir haben es nicht geschafft.“ Dann muss man auch ehrlich sein, oder? Aber dieser Schüler hat auch, ja, mich sehr motiviert, mir über Motivation Gedanken zu machen. Wie kann ich diesen Schüler motivieren zu lernen? Da habe ich ganz, ganz viel drüber nachgedacht. Am Ende habe ich gesagt, hat es nicht gepasst, aber aus dieser Zeit, aus dieser Arbeit mit diesem Schüler habe ich so viel gelernt und manchmal lernt man aus solchen Dingen viel, viel mehr als zum Beispiel mit einem Schüler, bei dem alles super klappt, oder? Denkt das auch beim Sprachenlernen. Wenn ihr irgendetwas hört, zum Beispiel, wenn ihr jetzt meinen Podcast hört und das ist super einfach, alles ist super easy, easy peasy und ihr könnt das alles Wort für Wort perfekt verstehen, dann müsst ihr vielleicht euch auch einen anderen Podcast hören, der euch ein bisschen mehr herausfordert. Vielleicht. Nein. Meinen Podcast bitte immer hören, auch wenn er zu leicht ist. Aber man braucht doch eine Herausforderung. In der Herausforderung lernt man doch. Und deshalb, wenn ihr gerade merkt, Dativ ist so schwierig oder deutsche Redewendungen, dann da müsst ihr dann reingehen. Da ist es ein bisschen schmerzhaft, aber da liegt das größte Potenzial, zu lernen. Fehler machen, aufstehen, weitermachen, motiviert bleiben. Also Motivation, wie man Kinder motiviert, das habe ich damals gelernt und heute arbeite ich nicht mehr mit Kindern, momentan nicht. Ich habe nur erwachsene Schüler. Ab und zu habe ich mal einen Jugendlichen, einen Teenager und da muss ich ehrlich sagen, liebe Teenager, falls ihr jetzt zuschaut, ihr seid die härtesten Nüsse.
Also, einen Teenager zu motivieren, ich glaube, das ist schwieriger, als mit einem Bären zu kämpfen. Oder? Hast du mal versucht, einen Teenager zu motivieren? Puh, ich glaube, mich konnte man als Teenager auch nicht motivieren. Das ist unmöglich. Aber Kinder und Erwachsene, da findet man immer einen Weg. Fast immer. Motivation. Und natürlich, ja, die Eltern, die sind auch manchmal ein Problem. Falls Lehrer jetzt zuschauen, ich sehe ja manchmal in den Kommentaren, dass Lehrer auch zuschauen, vielleicht nicht Deutschlehrer, aber Physiklehrer habe ich letztens gelesen oder Geschichtslehrer oder Englischlehrer. Ihr kennt das mit den Eltern, ne? Das ist auch manchmal gar nicht so leicht, weil die Eltern sehr hohe Erwartungen haben an den Lehrer. Sie haben hohe Erwartungen an die Lehrer und den Fortschritt und natürlich auch hohe Erwartungen an die Kinder, an alle. Die Eltern haben riesige Erwartungen, dass das Kind besser wird, dass das Kind gute Noten bekommt. Und wenn das Kind dann nicht diese guten Noten bekommt, dann fragen sich die Eltern: „Hä, was ist hier passiert? Der Lehrer ist schuld!“ Zum Glück immer erst der Lehrer in der Schule und dann erst der Nachhilfelehrer. Aber natürlich, ich hatte auch mal Eltern, die auch gesagt haben: „Falk, wir hatten doch 3 Nachhilfestunden. Warum hat denn der kleine Thomas nur eine 3 minus in Mathematik?“ Dann musst du auch mit den Eltern diplomatisch umgehen können. Das muss man auch lernen. Aber die meisten Eltern waren immer sehr freundlich. Um ehrlich zu sein, haben die meisten Eltern mir immer sogar Geschenke gegeben. Ja, während der Nachhilfestunde haben sie mir Kuchen gebracht oder Tee oder Süßigkeiten. Und wenn dann mal ihr Kind eine gute Note hatte, zum Beispiel mal eine Note 2 in der Mathematik-Hausaufgabe oder in dem Mathematiktest, dann haben sie gesagt: „Falk, es ist alles dank dir.“ War es natürlich nicht. Ich habe geholfen, klar, aber sie haben dann: „Falk, dank dir ist der kleine Thomas jetzt ein Mathe-Genie.“ Und dann haben sie mir Geschenke gegeben. Ein Dankegeschenk, einen Gutschein oder Kinokarten oder etwas. Ja, also Eltern der Umgang mit den Eltern ist auch eine lustige Sache beim Beruf des Nachhilfelehrers. Hohe Erwartungen und wenig Geduld. Oft haben die Eltern weniger Geduld als die Kinder. Die Kinder waren oft eigentlich entspannt. Sie haben dann gemerkt: „Okay, Falk“, ich war ja auch erst 18 Jahre alt, also auch noch relativ jung, nicht in ihrem Alter, aber mehr in ihrem Alter als der 60-jährige Mathelehrer. Also es gab eine bessere Chemie und ich habe das so eher wie 'n Freund erklärt, die Sachen, und das hat sie eigentlich schon beruhigt und sie waren geduldig. Aber die Eltern, die waren manchmal ungeduldig. „Ach, jetzt hatten wir doch schon 2 Nachhilfestunden und der kleine Billy hat immer noch eine 3 in Physik.“ Ich hatte ja auch manchmal Nachhilfeschüler, bei denen habe ich mich gefragt: „Warum bin ich hier? Warum brauchen die Nachhilfe?“ Als ich ein Kind war,
Da haben nur Kinder Nachhilfe gehabt, die, ich weiß nicht, vielleicht eine 4 oder eine 5 hatten, die nicht so ja, die Probleme in der Schule hatten. Aber ich hatte manchmal Nachhilfeschüler, die hatten 'ne 3 oder eine 2 in Mathematik. Meine Güte, warum brauchen die Nachhilfe? Okay, bei einer 3 kann man noch sagen: okay, vielleicht noch ein paar Prozente besser.“ Aber bei einer 2, Note 2 heißt gut. Warum braucht man da einen Nachhilfelehrer? Da waren dann auch die Kinder meistens nicht so top motiviert, mit mir zu lernen. Und ich habe dann auch manchmal, ja, fand ich das komisch, weil sie haben ja alles verstanden. Sie haben manchmal kleine Fehler gemacht, aber ja, also es gibt schon Eltern, die sehr streng sind. Ich glaube, auch heutzutage ist das vielleicht noch strikter, die dann ja so eine Nachhilfe machen. Also, ich hatte auch viele Dreien auf dem Zeugnis. Oh, Falk, nicht alles Einser, mein Gott. Ich hatte auch Dreien, ich hatte auch mal eine 4, natürlich auch Zweien und eine Eins in Deutsch. Haha. Aber ich hatte deshalb nicht sofort Nachhilfe. Nachhilfe, ja. Hattest du mal Nachhilfe mit einem Nachhilfelehrer? Und wie war das? War der Nachhilfelehrer sehr nett? Hat er dich motiviert? Oder war das so 'n komischer Typ? Gibt's ja auch manchmal dann Nachhilfelehrer, die nicht erklären können vielleicht. Ich weiß nicht. Das ist ja vielleicht auch so 'n typischer Studentenjob, oder? Nachhilfelehrer? Mhm. Also, als Lehrer braucht man auf jeden Fall Geduld, aber auch als Schüler braucht man Geduld. Als Lehrer habe ich eine Engelsgeduld. Du kannst 10-mal, 1.000-mal, 1.000.000 Mal denselben Fehler machen. Ich werde es dir noch mal erklären, noch mal ruhig sagen, aber als Schüler habe ich auch keine Geduld. Wenn ich da einmal einen Fehler mache, dann ist das schon: „Okay, ich kann kein Japanisch lernen. Es ist unmöglich. Ich habe einen kleinen Fehler gemacht. Es ist vorbei. Ich gebe auf.“ Völlig übertrieben. Drama ohne Ende, aber nur als Schüler. Auch komisch, oder? 'N wichtiger Punkt, um sich zu verbessern, ist auch Kritik. Kritik. Bist du kritikfähig? Ohne Kritik kann man auch nicht besser werden, oder? Du brauchst jemanden, der dich mal kritisiert, der dir sagt: „Das und das war nicht so gut, das kannst du verbessern.“ Oder „Hier hast du noch Potenzial.“ Natürlich nicht Kritik: du bist doof.“ Ja, das ist ganz schlechte Kritik. Das war auch in der Schule manchmal. Mein Englischlehrer sagt, ich hatte einmal die Hausaufgaben vergessen und er sah: „Ja, Falk, du vergisst immer die Hausaufgaben. Kannst dir auch nichts merken.“ Was ist das für 'ne Kritik? Besser ist eine konstruktive Kritik, also eine Kritik, aus der man lernen kann. Etwas wie: „Das und das war gut, aber es geht noch besser, wenn du das und das machst.“ Wenn man nie kritisiert wird, kann man nicht besser werden. Deshalb, ich versuche auch, meine Schüler ab und zu mal zu kritisieren. „Na, Dativ hast du doch eigentlich schon gelernt.“ Ein bisschen Kritik. Ein bisschen Kritik ist gut. Und auch die, Kinder brauchen natürlich ein bisschen Kritik, aber auch konstruktiv. Nicht: „Ah, du bist ja so doof. Ich habe das doch schon zweimal erklärt.“ Das ist ganz falsch. Dann muss man herausfinden, warum das so ist, auch als Lehrer.
als Schüler und als Lehrer. Warum klappt das noch nicht? Das muss man analysieren. Vielleicht findet man dann eine Lösung. Kommunikation, offene Kommunikation. Das ist das Wichtigste. So, wie lange haben wir schon? Boah, schon fast 'ne Stunde. Mann, ich wollte doch noch über so viele Themen sprechen und jetzt habe ich nur über meinen Nachhilfejob gesprochen. Und übers Lernen natürlich, wie in jedem Podcast. Es geht ja auch ums Lernen. Du willst Deutsch lernen. Deshalb geht es auch hier immer ums Lernen. Aber wenn du einen Themenwunsch hast, dann schreib ihn gerne mal in die Kommentare. Vielleicht kann ich mal etwas dazu erzählen. Aber ich habe schon eine lange Liste, die hier ist, die könnt ihr nicht sehen, mit Themen. Ja, weiß ich gar nicht, wie ich die alle abarbeiten soll. Ich bekomme ja auch manchmal Kommentare: „Falk, kannst du nicht bitte jeden Tag einen Podcast machen?“ Ja, ich würde gerne, aber da fehlt mir die Energie. Jeden Tag einen Podcast, das ist auch zu viel, oder? Das ist zu viel. Jeden Tag wollt ihr jeden Tag meine Stimme hören? Wollt ihr jeden Tag mich sehen, meine Visage? Ich kann nicht mal selber jeden Tag meine Visage sehen. Ich gebe mein Bestes. Also, ich gebe mein Bestes, so viele Podcasts wie möglich zu machen. Aber in der Zwischenzeit kannst du natürlich auch alleine lernen. Zum Beispiel auch, wenn du das Sprechen üben willst. Wenn du sagst: „Ja, Falk, hören ist gut, aber ich will auch sprechen.“ Ich habe ein kostenloses, ein Free Listening Shadowing Pack kreiert für dich. Den Link findest du in der Videobeschreibung. Da kannst du ein bisschen Shadowing, also auch Sprechen üben, ganz kostenlos. Trag dich einfach ein unter dem Link und ja, dann musst du mal nicht meine Visage sehen, sondern nur meine Stimme hören. Das machen ja auch viele bei Spotify. Die bei Spotify, auch bei YouTube, glaube ich. Du schaust jetzt nicht die ganze Zeit das Video, oder? Du legst auch mal das Handy weg oder den Laptop weg, drehst den Laptop mal um, dass du mich nicht sehen kannst. Ja, machst du richtig. Mach das weiter. So, mein Tee ist jetzt gleich alle. Ihr wisst, was das heißt. Auf Ex. Auf Ex runter. Runter damit. Ihr Lieben, ihr seht, ich erzähle jetzt nur noch Quatsch. Das ist nicht mehr produktiv. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt weiterhin viel Erfolg beim Lernen und ja, schreib doch mal etwas über deinen ersten Job in die Kommentare. Was war das? Auch Nachhilfelehrer oder doch der Klassiker im Restaurant als Kellner? Schreiben! Hackt in die Tastatur! Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss und bis bald. Macht's gut.